Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste von Nesti Nils, mein Name. Wir machen ja heute einen riesengroßen, monströsen Reise-Enduro-Vergleichstest. Im Prinzip alles mit dabei in den oberen Hubraumklassen, was es am Markt gibt. Bei dem Video hier gibt es nicht einen Testsieger, sondern es gibt ganz klare Kaufempfehlungen für dich. Welches ist die Maschine für deinen Anforderungszweck? Getestet haben wir die Maschinen hier in klinisch perfekter Umgebung auf der Wachauring-Test-Rennstrecke. Das ist eine sehr kompakte Rennstrecke, die aber ein perfektes Streckenlayout bietet für solche Tests, weil es eben der Asphalt nicht dieser glatt gebügelte Rennstreckenasphalt ist, sondern ganz normaler Straßenasphalt. Dann hat man auch für Rennstrecken untypische Passagen, enge Wechselkurven, auch bergauf, sehr enge Kurven, blinde Kurven, also im Prinzip eine Alpentour hier kompakt zusammengestellt, hier mitten in der Wachau. Wir sind die Motorräder gefahren, jetzt haltet euch mal kurz fest, ich zähle mal die ganze Liste auf, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Mit dabei am Start BMW S1000 XR, die Granate mit 160 Pferden, KTM 1290 Super Adventure, die Deluxe Adventure von KTM mit voller Motorisierung, Yamaha MT-09 Tracer, Verkaufserfolg ohne Ende heuer im ersten Jahr, MV Agusta Turismo Veloce, bei weitem kein Exot mehr, echter traumhaftes, ausgereiftes Motorrad. Ducati 1200 Multistrada S, Mördergerät, Hightech-Rakete. Honda Crossrunner, Vierzylinder mit dabei. Yamaha Super Tenere, das unterschätzteste Motorrad hier im Feld, ganz tolle Reise-Enduro mit dabei. BMW i1200 GS, Klassensieger, Klassenbester, tausende Testberichte schon gewonnen. Auch sie muss sich hier beweisen und schauen, zeigen, was sie kann. Kawasaki Versys 1000, Suzuki DL 1000 V-Strom, die beiden Japaner mit 4 und mit 2 Zylindern, die Triumph Tiger XRX 800 in der 800er Klasse, mein Privatliebling, den ich auch zu Hause gerne fahre, die Aprilia Capo Nord in der Travelback und in der Rallye-Variante. Unglaublich nur unterschiedliche Räder drauf, kleine Unterschiede am Fahrzeug, ganz unterschiedliche Motorräder eigentlich, haben mir gut gefallen. Honda Cross Tourer mit dem V4 DCT-Aggregat, Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal ins Detail und schauen wir mal, was wir hier bei dem Test für euch ermittelt haben. Ja, für die Weltreise muss man sagen, zählen jetzt nicht die Features unbedingt, die wir hier auf der Rennstrecke rausmachen, aber ich kann sie natürlich hier auf der Rennstrecke testen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt morgen auf Weltreise gehen würde, wir haben ein Platz 3 Motorrad, die BMW i1200 GS, tolles Universaltalent, tolles Motorrad mit dem Boxermotor, sehr bewährt. Einfach zu fahren, kräfteschonend zu fahren, in jeder Lebenslage genug Reserven. Für mich die einzige Schwäche bei diesen Hardcore-Weltreisen, die Maschine hat, sie ist natürlich jetzt schon sehr, sehr vollgestopft mit Hightech auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Boxerzylinder natürlich etwas exponiert im Sturzfall, ein bisschen hagelig. Das ist vielleicht die einzige Schwäche von dem Fahrzeug. Ansonsten für mich eines der Top-3 Geräte für die große Weltreise. Auf Platz 2 in dieser Runde, die wir jetzt haben, die KTM 1290 Super Adventure oder, wenn sehr viel Offroad dabei ist, die 1190 Adventure natürlich. Die KTM 1290 Super Adventure, ein unglaublich komplett ausgestattetes Motorrad, das sehr, sehr voluminös wirkt, aber immer noch wie eine richtige Enduro rüberkommt. Sie schaut auf dem ersten Teil sehr, sehr behäbig aus, ist aber sehr sportiv zu fahren, hat einen sehr robusten Rahmen, sehr robuste Schwinge, sehr robuste Anbauteile auch, also auch ein Motorrad, das man nach einem Sturz im Aufstand einfach weiterfährt. Für mich eines der Top-Geräte, wenn ich eine richtig harte Weltreise machen will. Auf Platz 1 für mich, bitte nicht prügeln, ein relativ unspektakuläres Motorrad, aber sie ist das Motorrad in dieser ganzen Reise-Enduro-Palette, das man am kräfteschonendsten fahren kann, mit einem vermutlich unzerstörbaren Motor, mit sehr vielseitig anzuwenden und gerade richtig auch motorisiert, ist die 1200er Super Tenere von Yamaha. Ist kein Motorrad, was jetzt die Zulassungszahlen irgendwo gestürmt hat. Sie stand halt immer im Schatten von der GS, aber das Motorrad ist sehr ausgereift, hat einen zuverlässigen Motor, Kardanantrieb selbstverständlich, ist unverwüstlich, also selbst wenn man es 10-mal in die Kurven schmeißt, da bricht nichts ab, da fällt nichts runter. Der Panzer unter den Big Enduros, der unverwüstliche, für mich der treueste Begleiter für die Weltreise bei diesem großen Test hier. Die klassische Alpentour habe ich lange herumgerechnet mit meinen Top 3. Für den dritten Platz kann ich mir fast nicht entscheiden, bin ich aber dann doch zur
Capo Nord Rally gegangen und nicht zur Capo Nord Travelback. Also für mich die Capo Nord Rally die bessere Capo Nord. Sie hat diese Speichenräder drauf, wirkt aber trotzdem stabil und präzise wie ein Nakedback, wie ein Sporttour. Hier auf der Rennstrecke jenes Motorrad, mit dem ich heute den Strich immer erwischt habe. Sie ist nur deshalb auf Platz 3, weil sie dann hat aber dann schon 11 oder 12 Motorräder hinter sich gelassen, also Kritik auf hohem Niveau, aber im Vergleich zu den Top 2 Motorrädern vorne ein bisschen fehlt es dann bei der Leistung, wenn man es wie ich halt dann eilig hat in den Besten, aber in den Top 3 mit dabei für mich die Aprilia Capo Nord Rally, wenn es darum geht, das beste Motorrad für den Alpenpass zu suchen. An der Spitze hartes Duell, dann doch auf Platz 2 verwiesen, die 1290er Super Adventure, grandioses Motorrad, haben wir schon vorher gesagt. Was natürlich bei diesem Reiseeinsatz bei den Alpentouren toll ist, dass dieses Motorrad von der elektronischen Seite her so komplex ausgestattet ist mit dem Fahrwerk, motormäßig im Prinzip in jeder Situation übermotorisiert, trotzdem aber einfach zu fahren, also ein ganz tolles Reisemotorrad, ist jetzt auch kein Geheimtipp, kein großes Geheimnis, dass das so grandios fährt, im Prinzip heuer so gut wie ausverkauft, hat eingeschlagen wie eine Bombe, also erzähle ich euch nichts Neues. Ja, und ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber in den Alpentouren nicht umsonst auf jeder Alpenhütte 50% der Motorräder die BMW R1200 GS. Auch auf die Gefahr hinauf, dass man sich wiederholt. Sie ist und bleibt die beste Maschine in den Alpen. Gefährlich nahe kommen im Prinzip nur andere BMWs, wie zum Beispiel die neue R1200R, aber mit dem Boxermotor aus den Spitzkehren raus, in den engen Kurven habe ich es wieder gemerkt. Der Boxermotor zieht in den engen Kurven den präzisesten Strich, zieht aus den engen Kurven perfekt raus. Jetzt mit dem neuen Boxermotor, dem wassergekühlten, jetzt auch schon quasi nicht mehr das neueste Gerät, aber immer noch modern und wesentlich besser als früher. Der Boxermotor mit der Wassergas, viel kultivierter, auch für Leute, die BMW früher nicht mochten. Tolle Lösung aus den Kurven raus, super geschmeidig zieht es aus den Kehren. Bei einer Strecke wie dem Stilfserjoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Motorrad gibt, mit dem man schneller, gleichzeitig komfortabler, angenehmer auf den Gipfel stürmt und dann noch weitere 500 Kilometer fährt. Also die GS für mich hier für die Alpentouren die beste Wahl, muss man so sagen. Jetzt fährt nicht jeder auf Weltreise oder auf Alpentouren. Schauen wir uns einmal an, so im ganz normalen Alltag. Weg in die Hacken oder zur Uni, da kommt es natürlich auch auf den Preis drauf an. Was sind da die Kaufempfehlungen von mir nach dem Test hier auf der Rennstrecke? Das sind im Prinzip 3 Motorräder, sehr eng beisammen, sehr dicht beisammen. Da würde ich sagen, kommt es dann nur darauf an, welche Motorkonfiguration man bevorzugt, was einem persönlich besser gefällt. Für mich die V-Strom, für mich persönlich jetzt auf Platz 3, Motorrad, das weit vorne ist für mich, einfach zu fahren, trotzdem pfeilschnell, Preis-Leistungs-Verhältnis super toll, hier auf der Rennstrecken ebenfalls schnell unterwegs, hat mir gut gefallen. In Wahrheit, wenn man von so einem Motorrad der V-Strom runtersteigt, fragt man sich immer, wieso bei den anderen Motorrädern so viel mehr drauf ist, auch am Preiszettel. Deswegen für mich bei den Top 3 Bikes für Daily Usage die V-Strom von Suzuki. Weit nach vorne gestürmt, gleich im ersten Jahr, nicht nur in den Zulassungsstatistiken, sondern auch hier bei uns beim Test, Daily Usage, täglicher Weg zur Arbeit, kleine Touren, die MT-09 Tracer von Yamaha. Ein Motorrad, wo man draufsteigt, wo man sich sofort wohlfühlt, sehr einfach fährt, schnell fährt, gleichzeitig komfortabel ist. Das ist so gut gelungen. Man könnte meinen, die Yamaha-Leute haben bei der Entwicklung von diesem ganzen MT-09-Konzept zuerst die Enduro, quasi die Tracer im Auge gehabt, weil mir persönlich jetzt MT-09, tolles Motorrad, auch die Street Rally ganz nett, aber die Tracer, die ist für mich die beste MT-09 und hier wirkt das Gesamtkonzept am logischsten. Man hat eigentlich nur einen Tank von drauf, also quasi die vordere Einheit wirkt ein bisschen anders, trotzdem eine vollwertige Reise-Enduro, relativ günstig, flink, modern, cool, tolles Motorrad. Welches von diesen ganzen Reise-Enduro-Geräten kann man den Einsteigern ans Herz legen? Also im Prinzip bei den sehr schwach motorisierten Motorrädern und auch bei den sehr günstigen Motorrädern gibt es nicht die riesige Auswahl. Da ist Honda mit der CB500X oder Suzuki mit der V-Strom 650, Kawasaki mit der Versys 650 ziemlich alleine, aber in diesem Mittelklasse-Bereich habe ich jetzt dann drei Motorräder im Fokus gehabt. Das war für mich zum einen die V-Strom bzw. die Tiger, ganz knapp für mich, sehr schwierige Entscheidung zwischen den beiden Motorrädern. Die Tiger einen Hauch schwächer, aber genauso leicht zu fahren wie die V-Strom.
und der Super-Tipp, das Universaltalent, die NC750X. Baby einfach zu fahren, trotzdem angenehme Sitzposition, coole Enduro-Optik, klarerweise Leute, die immer schon mit GS und so weiter unterwegs waren, für die ist das natürlich nicht schnell genug, nicht stark genug, nicht teuer genug, aber für einen Einsteiger sehr einfach zu fahren, sehr toller Zugang in das Thema Reise-Enduro, habe ich schon privat auch einigen Freunden empfohlen, die sind alle happy damit. Es gibt ja doch viele junge Leute, die immer wieder Supermoto-Videos auf 1000 PS fordern. Viele Leute, die am Gebrauchtmarkt nach Supermotos suchen, aber dann im Laufe der Zeit kommen die Supermoto-Jungs halt drauf. In der Praxis, wenn die Touren ein bisschen länger sind, ist die Supermoto halt doch ranzig oder nicht ganz das Richtige. Also für Supermoto-Aufsteiger, für Leute, die gerne cool unterwegs sind, schnell unterwegs sind, quirlig unterwegs sind, aber einen Funken Fahrkomfort haben wollen, habe ich 3 Motorradtipps für euch auf Lager. Das eine ist mal die Honda Crossrunner, wirkt schon fast wie ein Sporttourer, V4-Motor, sehr sportliches Aggregat. Überrascht für Honda, vor allem weil der Sound oben raus irrsinnig kernig ist. Hochwertiger Rahmen, hochwertige Komponenten, fährt sich sehr quirlig, man sitzt aber nicht so knapp am Motorrad wie bei den Top 2 Platzierten. Für mich auf Platz 2 Tipp für Supermoto, für ehemalige Supermoto-Racer, die Yamaha MT-09 Tracer, habe ich vorher schon erwähnt, hat mich richtig begeistert und wird vor allem solchen Leuten gut gefallen. Aber die wirkliche Überraschung für mich heute in dem Bereich war die MV Agusta Turismo Veloce. Richtig schnelles Motorrad, habe mich selbst auch gebettelt draußen mit einem Testpiloten hier, der die gefahren ist. Bin sie selbst gefahren. Man sitzt sehr vorderradorientiert drauf, sehr wendig, sehr handlich, sehr emotionales Motorrad, Leistung ohne Ende vom Gefühl her. Genauso stark wie die BMW mit den 160 PS, obwohl sie ja mit dem 800er Motor jetzt ja gar nicht das volle Potenzial ausschöpft, das MV Agusta hier zur Verfügung hat in diesem Aggregat. Trotzdem immer top motorisiert, optisch ein Traum und was ich mir persönlich jetzt überzeugt habe davon, also überhaupt nichts mehr Exotisches, also ein ganz normales Motorrad MV Agusta, der Einstieg von AMG hat scheinbar die nötige Kohle reingebracht, Top-Empfehlung für die coolen Jungs, die cool und komfortabel unterwegs sein wollen. Da kommen wir jetzt zur imageträchtigsten Wertung, zu den Andrückergeräten. Welche sind die schnellsten Motorräder hier auf der Rennstrecke und vermutlich dann auch zu Hause auf der Hausstrecke? Es sind ja einige schnelle Kandidaten nicht dabei, war nicht ganz leicht für mich das rauszufinden, aber ich sage so, Top 5, Top 4, also die Turismo Veloce von MV Agusta und die Kawasaki Versys kämpfen knapp um den 4. Platz. Die MV Agusta haben mich überrascht, dass mit dem 800er Aggregat so schnell vorne mitgefahren ist. Für mich auf Platz 3 die Ducati Multistrada bei den schnellsten Andrückergeräten in der Reise-Enduro-Klasse. Hightech-Gerät, mächtig Leistung, guter weicher Motor jetzt mit dem variablen Ventilsteuerung, grandiose Fahrassistenzsysteme. Gibt nur 2 Motorräder, die schneller fahren konnten. Auf Platz 2, für mich überraschend, sie wirkt beim ersten Anblick unglaublich behäbig, groß und fett, die KTM 1290 Super Adventure, aber sie ist unglaublich schnell. Liegt zum einen am monströsen Motor, zum anderen an den, ich will nicht sagen führenden, aber an den Top-Fahrassistenzsystemen, ABS und Traktionskontrolle bieten hier einfach eine Performance, dass man die Leistung auch richtig umsetzen kann. Aber doch recht deutlich auf Platz 1 für mich vom Speed her war die BMW S1000 XR. Das ist quasi eine verkappte Rennmaschine. Wenn man das Motorrad in den Dynamic Pro-Modus wechselt, liegt die so satt in der Kurve wie ein Rennbike. Das war für mich echt beeindruckend, wie die hier um die Ecke gebogen ist. Das war eine Etage über allen anderen Enduros hier am Markt. Sie ist auch aber, muss man sagen, auf der anderen Seite jenes Motorrad, das das wenigste Enduro-Feeling dann auch rüberbringt. Das ist, deswegen für viele Leser sagen immer, ist ja unfair, ist ja eigentlich keine Enduro. Ja, ich bin da recht pragmatisch. Sie bietet den gleichen Komfort wie ein Enduro, nur ist sie so schnell wie ein Superbike. Wem sie gefällt, den kann man es ans Herz legen.
irgendwie ist Gesamtwertungen ist immer schwierig, aber wenn ich jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt einen Kumpel einen Tipp abgeben, so einen Universaltipp, ohne genauer nachzufragen, was der so damit vorhat, Motorrad, das einfach alles mitmacht, da sind dann doch für mich 3 Motorräder rauskommen, die überraschenderweise sehr unterschiedlich sind, aber doch alle 3 diesen Universaltalentanspruch toll erfüllen. Für mich auf Platz 2 die neue Yamaha Dresser. Da finde ich super, dass die MT-09 trotz des niedrigen Preises einfach so viel bietet zu einem überschaubaren Preis. Auf Platz 2, super Motorrad, wird immer unterschätzt, Kawasaki Versys, hat, glaube ich, nur eine Schwäche gehabt früher, das war diese Optik. Jetzt spricht nichts mehr gegen dieses Motorrad, universell einsetzbar, macht man nichts falsch mit ihr und preislich top attraktiv im Vergleich natürlich zu den stärkeren Motorrädern. Aber auf Platz 1 jenes Motorrad, das immer und überall einfach eine gute Figur macht, die BMW GS. Sie hat ja nur ein Manko, das ist dann, wenn sie top ausgestattet ist, der Preis im Vergleich zu den anderen 2 genannten. Wer die Kohle hat, greift zu GS. Wer vielleicht ein bisschen auch auf die Moneten schauen muss, greift zu Versys und zu MT-09 Dresser. Sind ein bisschen weniger Enduro, machen aber unglaublich viel Spaß im Alltag und auf der Tour. Wir sind jetzt mit dem Test eigentlich fertig, aber ein paar Dinge haben mich überrascht heute hier auf der Rennstrecke hier am Wachauring. Die Überraschungen möchte ich euch nicht vorenthalten. Also Überraschung Nummer 1 ist mal für mich gewesen, wie schnell und wie geil die MV Agusta Turismo Veloce ist. Für mich war ja MV in der Vergangenheit so ein bisschen so eine exotische Partie. Ich bin die 675er Modelle gefahren, die waren ein Wahnsinn, also Motormanagement der Katastrophen, hat man jetzt alles behoben und dieses Motorrad ist super emotional, super performant und wirkt eigentlich so von dem, wie sie funktioniert, wie ein Japaner, nur eben mit deutlich mehr Geilheit. Das hat mich am meisten überrascht. Was mich auch überrascht hat, war der hohe Fahrkomfort, den diese beiden Aprilias gehabt haben. Also die Kappa Nords, super komfortable Motorräder, wollte ich gar nicht mehr absteigen. Trotzdem super Agilität mit dabei. Eigentlich stehen ja die Italiener immer für das ganze Thema Design und Flair, aber im praktischen Nutzen beim Fahrkomfort für mich die Aprilia ganz große Überraschung. Was mir auch überrascht hat, den Honda-Leuten sagt mir immer nach, sind ein bisschen Langweiler, zu wenig Emotionen in den Motorrädern. Als ich dann erstmals mit dem Grossrunner den Gashahn geöffnet habe, denkt na servus, die schreit ja ordentlich, sehr emotionales, aggressives Aggregat, dieser V4-Motor oben raus, bringt ja richtig heißer aus, hat mir gut gefallen, hat mir taugt, dass die Honda-Leute da so ein geiles Aggregat hinstellen. Was mich überrascht hat auch, ich habe mir schon gedacht, dass die S1000 XR von BMW ein super tolles Motorrad ist. Aber was mich dann doch überrascht hat, ist, wie nahe sie an eine Rennmaschine kommen, wie nahe sie der S1000 RR ist. Das war dann doch eine Überraschung hier auf der Rennstrecke. Hut ab, Andrücker werden mit dem Motorrad eine große Freude haben. Dann hat mich noch überrascht, 2 Dinge, 2 Motorräder, über die man eigentlich relativ wenig hört, die aber hier so viel Freude gemacht haben. Es war zum einen die Super Tenere von Yamaha. Ist vermutlich was, mit dem am Stammtisch jetzt nicht so groß punkten kann, weil es einfach von der Leistungsdaten her unspektakulär ist, aber hat mir viel Spaß gemacht. Und die Versys von Kawasaki. Ebenfalls jetzt nicht das stärkste oder das schnellste, aber ganz ein tolles Motorrad. Also für mich die 2 Underdogs, die hier groß aufgezeigt haben. Und die letzte Überraschung für mich, Wachauring hier im Herzen von Österreich, wie viel Spaß das gemacht hat, mit den Reiseenduros hier zu fahren. Wir machen unsere 1000 PS Bridgestone Grip Party hier sicher wieder im Jahr 2016, dann aber 2 Tage, damit noch mehr Leute zu uns kommen können und mit uns mit den Reiseenduros Gas geben. Ihr habt jetzt noch eine wichtige Aufgabe, dieses lange Geplapper, alle, die nicht eingeschlafen sind, die geben mir noch bitte gnadenlos ihre Bewertung von dem Video unten drunter, ein Daumen rauf oder auch ein Daumen runter, je nachdem, und schaut euch unsere Videos an, abonniert den Kanal und wenn ihr jetzt ganz fickrig seid und eine neue Reisenduro kaufen wollt, verkauft eure alte Reisenduro unbedingt auf 1000 PS, inseriert sie bei uns, wir wollen sie.